Hi, hier ist Anna. Heute malen wir zusammen eine Schnecke auf einen Stein. Ich habe so viele Schnecken in meinem Garten, dass die mir schon die Blumen abfressen. Für die Schnecke benutze ich heute Gouachefarben. Ich verwende da 5 Farben: Weiß, Gelb, Magenta, Umber gebrannt und Indigo. Der Stein, den habe ich grundiert mit weißem Gesso. Und ich möchte, dass die Schnecke richtig hervorsticht. Deswegen male ich den Hintergrund in dem blauen Indigo und als starken Kontrast dazu den Untergrund in einem Orange. Ich beginne damit, das Indigo zu malen. Zum Untergrund hin werde ich etwas heller, indem ich etwas Weiß in das Indigo einmische. Jetzt male ich den Untergrund, indem ich etwas Magenta mit dem Gelb vermische. Ihr könnt mir gerne eine Nachricht in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr auch so viele Schnecken im Garten habt. Den Übergang zwischen dem Orange und dem Blau, den wollte ich eigentlich etwas weicher machen. Dafür habe ich Weiß aufgetragen. Bei Gouache ist es ja so, dass die Farbe sich anlöst, wenn man mit einem feuchten Pinsel drüber geht. Und ich hatte hier gehofft, dass ich da einen sanfteren Übergang hinbekomme. Hier und da korrigiere ich noch ein paar Stellen, wo ich noch nicht ganz komplett deckend gemalt habe. So, jetzt ist es so, dass ich das Gelb mit einem Weiß mische und helle da die Stelle auf. So, jetzt übertrage ich oder male etwas von diesem hellen Gelb in das Blau hinein. Ich habe da Weiß benutzt, damit es nicht direkt grün wird. Jetzt versuche ich mit einem feuchten Pinsel die beiden Farbbereiche miteinander zu verblenden, damit so ein sanfter Übergang entsteht. Das ist ein bisschen tricky. Ich arbeite da mehrmals von Blau zu dem Orange und zurück, und bis dann der Effekt entsteht, den ich gern haben möchte. Nicht 100%ig so, wie ich es gern hätte, aber gut genug. Schnell noch diese blauen Striche entfernen, noch ein bisschen Rot hinzu. Oft mische ich meine Farben ja direkt auf dem Maluntergrund, anstatt auf meiner Palette. Das lässt sich bei Gouache ganz gut machen. Mit Burnt Umber oder Umber gebrannt male ich jetzt unterhalb der Schnecke so einen kleinen Schatten. Jetzt mische ich mir mit Weiß und dem Braun ein helles Braun, mische noch etwas Gelb hinzu, noch mehr Weiß. Das wird dann die Farbe des Schneckenkörpers. Die tue ich erstmal komplett draufmalen, ohne jegliche andere Schattierungen. Ich mache das Ganze jetzt noch ein bisschen heller, weil Gouache trocknet gern dunkler nach. Deswegen mische ich immer noch mal etwas Weiß hinein. Der Pinsel ist übrigens ein Pinsel von Daler-Rowney, Größe 2. Der ist ziemlich alt, ich weiß gar nicht, ob man den noch kaufen kann.
Jetzt habe ich sogar noch ein bisschen Magenta in diese Farbmischung hinzugegeben, weil ich wollte, dass das so ein bisschen ins Rosane geht. Mit einem ganz dünnen Pinsel, Größe 0 von Da Vinci, male ich jetzt die Fühler. Und an den Fühlerenden sind ja immer so kleine Bällchen. Ich mische mir jetzt mit dem Magenta und mit dem braunen dunklen Ton noch was Gelb hinein, damit er wärmer wird. Jetzt mische ich in die Farbe von dem Schneckenkörper noch mehr Magenta und Gelb rein, um dann das Schneckengehäuse zu malen. Ich wollte, dass das ein bisschen wärmer, ein bisschen rötlicher wirkt als der Schneckenkörper, damit man da einen Unterschied sieht. Jetzt nehme ich noch ein bisschen von der dunklen Mischung. Das mache ich gern, dass ich mir ein paar Farbmischungen zurechtlege, um während des Malprozesses immer wieder mal zu variieren, mal mehr von dem einen, mal mehr von dem anderen zu nehmen. Manchmal nehme ich dann auch pures Weiß und male das direkt auf die nasse Farbe und das vermischt sich dann so, dass das Weiß fast verschwindet, aber halt aufgehellt wurde. An den unteren Kanten von den Windungen des Schneckenhäuses ist immer Schatten. Das mache ich hier wieder mit dem Braun. Wenn man die Farbe nur auf die Pinselspitze nimmt und den Pinsel etwas flacher auflegt, dann kann man das bei Gouache gut miteinander verblenden. Der Eingang von so einem Schneckenhäuschen hat ja immer so einen dickeren Rand und den hebe ich jetzt hier einfach ab, indem ich direkt nach dem dicken Rand das Braun gemalt habe. Jetzt korrigiere ich da eben noch ein paar Stellen, die noch nicht so richtig rund wirken. Mit der dunklen Farbe oder einem dunklen Braun male ich jetzt die Windungen von dem Schneckenhaus. Ich mische mir jetzt so einen orangenen Ton, um einfach diesen dicken Rand von dem Eingang nochmal nachzuarbeiten. Und der Rand hat auch oben, ist er etwas heller. Das Schneckenhaus besteht ja aus so vielen Wachstumslinien. Immer wenn das Häuschen ein Stück wächst, dann entstehen so Rillen und die deute ich jetzt gerade mit einer dunklen Braunfarbe an. Ich versuche dann immer mal wieder andere Farben reinzumischen. Hier jetzt mehr so gelb, damit das nicht alles so eintönig aussieht. Ich mache noch mehr dunkle Linien. Das Referenzbild, was ich dazu verwendet habe, da war die Schnecke da an der Stelle etwas dunkler. Mit purem Weiß mache ich jetzt an die zweite Windung des Schneckenhäuschens weiße Rillen und weiße Linien, um da die Textur anzudeuten. Und auch die inneren Windungen sind oberhalb heller, weil da das Licht drauf fällt. Und unterhalb dieser Windungen ist halt Schatten und deswegen male ich da halt mit dem dunklen Braunton.
Noch ein paar helle Linien als Kontrast, weil da oben war das mir noch zu eintönig. Und auch unterhalb dunkle ich noch etwas nach mit dem Braun. Hier mische ich mir gerade nochmal einen orangenen Ton zusammen, um einfach noch ein paar Lichtreflexe auf das Gehäuse zu malen. Praktisch, dass sich dieser orangene Untergrund am unteren Rand des Gehäuses ein bisschen widerspiegelt. Die oberen Ränder des Gehäuses helle ich noch weiter auf, weil das Weiß mir ein bisschen nachgedunkelt ist beim Trocknen. Jetzt mische ich mir einen sehr dunklen Ton mit Indigo und Umber gebrannt, um die Schatten des Schneckenhäuschens zur Schnecke noch zu verstärken. Das mache ich mit einem ganz dünnen Pinsel und ich habe auch wirklich nur an der Pinselspitze etwas Farbe und tunk nicht den Pinsel komplett in die Farbe ein. Jetzt hat die Schnecke immer so kleine Striche an dem äußeren Rand. Das ist eine Reihe an Strichen, die male ich da jetzt gerade. Und jetzt mische ich mir eine hellere Farbe von dem Schneckenkörper und setze da jetzt in so einem gewissen Muster und so ein bisschen ungleichmäßig so Tupfen auf, weil so ein Schneckenkörper, wenn man den genau betrachtet, besteht ja aus so vielen kleinen Wölbungen. Ich habe mich jetzt entschieden, dass ich die dunklen Striche doch noch ein bisschen heller mache, weil die doch zu dunkel waren und die Schnecke an sich ist insgesamt grob betrachtet ziemlich einheitlich gefärbt. Weiter oben am Schneckenkopf mache ich die Punkte etwas heller, weil da ja auch das Licht drauf fällt. Der vordere Fühler oben auf dem Kopf ist etwas dunkler, deswegen gehe ich da mit einem dunkleren Ton drüber. Zwischen die hellen Punkte mache ich noch ein paar etwas dunklere, um noch ein bisschen Abwechslung zu schaffen. Hier versuche ich gerade an diesen Schneckenkörper noch so ein bisschen so eine Art Fleischfarbe hineinzubringen. Vor allen Dingen an diesem äußeren Rand, der erschien mir auf dem Referenzfoto etwas rosiger. Wenn du noch lernen möchtest, wie ein Schmetterling gemalt wird, dann schau doch mal dieses Video an.